Im Weltall betreibt die Volksrepublik eine eigene Raumstation. DJI-Drohnen made in China sind die unangefochtenen Herrscher der Lüfte. Die Volksrepublik inszeniert sich als Bollwerk der Stabilität. Doch die Kommunistische Partei fördert nur denjenigen, der auf Linie ist. Chinesische Apps und KI werden zensiert, sie sollen Pekings Weltbild verbreiten. Ein Polizeiauto in Peking auf Patrouille, ohne Polizist. Die Busse fahren hier auch wie von Geisterhand, ohne Fahrer. Die Taxis ohne und die Lieferwagen auch. Wir sind in Beijing E-Town, eigentlich ein ganz normales Stadtviertel in Peking, aber es kommt einem so vor wie eine Reise in die Zukunft. Testgebiet für autonom fahrende Autos steht hier. Getestet wird hier schon seit 5 Jahren auf einer Fläche zweimal so groß wie München. Auch China kämpft mit Geburtenrückgang und einer immer älter werdenden Gesellschaft. Die Antwort auf den sich abzeichnenden Arbeitskräftemangel ist ziemlich chinesisch. Keine Angst vor Technologie. Selbst diejenigen, die von den fahrerlosen Lieferwagen mal ersetzt werden sollen, sehen gelassen in die Zukunft. Die Roboter nehmen uns sicher die Jobs weg. Aber vielleicht ist das nicht so schlimm. Ich mache mir keine Sorgen. Wenn ich das hier nicht mache, mache ich halt was anderes. Wir können immer noch Dinge, die die Roboter nicht können. Wenn die Ampel auf Gelb springt, bleibt der Robo sofort stehen. Wir können noch schnell rüberfahren. Das spart 3 Minuten. Russischen Autobauer verkauften im vergangenen Jahr mehr als 12 Millionen Fahrzeuge. Allein BYD schaffte 4 Millionen Stück. Der Konzern bietet E-Autos hierzulande schon ab umgerechnet 8.000 € an. Erst im März stellte das Unternehmen seine neue Schnellladesäule vor. 5 Minuten am Supercharger reichen für 470 Kilometer. Damit hat BYD in diesem Bereich Tesla als Technologieführer überholt. Deutsche Konzerne wollen in China erst 2026 günstige E-Autos auf den Markt bringen. Fernbedienung gesteuert werden, bald soll er sich völlig autonom bewegen. Durch Sprachmodelle und künstliche Intelligenz kann der Humanoide bereits mit Menschen kommunizieren. Was auf Videos im Internet oft spielend leicht aussieht, ist in der Realität noch harte Arbeit. Doch auch mit jedem Fehlversuch wird die KI trainiert. Autobauer wie NIO oder Xiaopeng setzen Humanoide bereits in ihren Fabriken ein. Feldversuch, Daten sammeln, selbst wenn die Technologie noch nicht ausgereift ist. Eine völlig andere Philosophie als in Deutschland. Mladen Milicevic hat selbst einige Zeit in China gelebt. Heute beobachtet er den Robotermarkt von Paderborn aus. Seine Firma testet Industrieroboter aller Art und betreibt ein Online-Vergleichsportal. Wir haben gar nicht so viele Roboterhersteller mehr hier in Deutschland und Europa. Wir haben Startups, die kann man vielleicht an einer Hand abzählen. Wir haben unseren größten Roboterhersteller KUKA nach China verkauft. China investiert schon seit vielen Jahren sehr stark in die Robotik und sehr strategisch, muss man auch sagen. Also mit einem sehr, sehr langfristigen Plan. Das ist alles nicht nur in Anführungsstrichen Billigware, sondern das sind tatsächlich Roboter, die sich auch von den europäischen oder auch japanischen Herstellern inspirieren lassen haben. Meint, Chinas Industrie hat Roboter aus dem Ausland erst kopiert, dann optimiert. Made in China steht heute längst nicht mehr nur für minderwertige Billigware, sondern auch für kostengünstige Hightech. Bereits heute besitzt die Volksrepublik in der Robotik 2/3 der Patente weltweit. Das sind mehr als 190.000. In dem Forschungszentrum für humanoide Roboter in Peking überrascht das Nanzhou überhaupt nicht. Sie sagt, das liege an Chinas Industriepolitik. In China fördert die Regierung die Entwicklung von humanoiden Robotern sehr konsequent. Dadurch können wir Synergien über die gesamte Industriekette nutzen. Alle Bereiche der Lieferkette, Forschung und Entwicklung sind abgestimmt. So können wir uns gemeinsam darauf konzentrieren, die Robotik schnell weiterzuentwickeln. Nicht alle diese humanoiden Roboterfirmen, die wir jetzt sehen, werden langfristig humanoide Roboter bauen. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Tatsache, dass die chinesische Regierung eben schon humanoide Roboter als eine der Technologien, wo sie auch so ein bisschen der USA zeigen wollen, wir können das auch, auserkoren hat,
kann dafür sorgen, dass humanoide Roboter tatsächlich eine Technologie werden, wo China führt. Wir sind in einer Kantine in Peking beim Mittagessen. Der Frittiervorgang dauert genau 190 Sekunden. Es genügt, die Bestellung aufzugeben. Der Roboter führt dann den gesamten Prozess automatisch durch. Ma Hao muss nur noch die fertigen Pommes herausnehmen. Er studiert Mechanik. Sein Nebenjob? Diesen Frittierroboter überwachen. Er notiert, ob sich die Maschine an die vorgegebene Zeit hält und wie viel Gramm Pommes sie jedes Mal frittiert. Die Daten meldet er dann an den Hersteller. Wir besuchen die Firma, die den Roboarm entwickelt hat, EncoSmart Technology. Ein junges Start-up für KI-Roboter. 40 Mitarbeitende, alle zwischen 20 und 30 Jahren. Chen Zhen ist ihr Chef. Die Lebensmittelindustrie hat weltweit mit steigenden Kosten und fehlenden Arbeitskräften zu kämpfen. In den nächsten 3 bis 5 Jahren werden wir viele solcher Roboter sehen. Sie können sich oft wiederholende und körperlich ermüdende Tätigkeiten ersetzen. Vor 10 Jahren war Chen bereits in den USA erfolgreich. Dort leitete er ein Start-up für smarte Saugroboter. Stolz erzählt er, dass seine Firma in Amerika damals ganze 2 Millionen Saugrobos verkauft hatte. Trotz seines Erfolgs zog es den Unternehmer in seine chinesische Heimat zurück. In China können wir die gesamte inländische Wertschöpfungskette, von der Chipherstellung über das Moduldesign bis hin zu Software und Algorithmen abdecken. Die Unternehmen in China arbeiten bei Innovationen und bei der Produktion im Vergleich zu ausländischen Unternehmen viel effizienter zusammen. Das ist ein großer Vorteil. Der Erfolg seines Frittierroboters gibt dem Startup recht. Es hat bereits einen Deal mit einer großen amerikanischen Fastfood-Kette abgeschlossen. Hightech zu günstigem Preis sticht die Konkurrenz aus. Bei uns auf der Vergleichsplattform sieht man das ja auch. Ja? Also grundsätzlich sind die chinesischen Roboterarme mindestens 20–25% günstiger als die europäischen oder japanischen. Es gibt zum Teil Modelle, die bis zu 40% günstiger sind. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das chinesische Unternehmen, von dem man aber nicht genau weiß, ob es wirklich so klein und unschuldig ist, wie es tut, hat eine App für künstliche Intelligenz auf den Markt gebracht, die ziemlich erstaunlich ist und vor allem in ihrer Entwicklung und Anwendung viel billiger sein soll als alles, was im großen Silicon Valley entwickelt wird. Die App heißt DeepSeek und hat ihre Ursprünge weit weg von jedem Glanz und Glamour. Knapp 1000 Menschen leben hier. Seit Anfang des Jahres hat sich für sie alles verändert. Es ist so vieles anders. Die Häuser werden alle renoviert. Die Regierung hat das finanziert. China hat ein Technologiegenie hervorgebracht. Ich will mehr über ihn erfahren. Wang Huyao leitet das China Center for Globalization und berät die chinesische Staatsführung. Die USA haben astronomische Summen, Billionen Dollar gebraucht, um ihre KI zu entwickeln. China hat einen Bruchteil der Kosten dafür gebraucht. Wir mussten keine hochkomplexen Chips verwenden. Und davon werden jetzt auch alle Länder des globalen Südens profitieren. Ein neues Wettrennen um die Technologieführerschaft ist entbrannt zwischen den USA und China. Um Chips, Halbleiter, KI. Wir sind in einem kalten Hightech-Krieg. Wer ihn gewinnt, völlig offen. Als DeepSeek auf den Markt kam, brach der Börsenwert von Nvidia, Amerikas größtem Chiphersteller, an nur einem Tag um fast 600 Milliarden Dollar ein. Der größte Aktienverlust in der Geschichte der Wall Street. Je mehr Zölle und Sanktionen die Trump-Regierung erhebt, desto mehr eigene Lösungen made in China scheint es zu geben. Wir hatten nie Angst vor dem sogenannten Chip-Technologie- oder Handelskrieg. Trump hat in den letzten 8 Jahren ein neues Kapitel mit dem Handelskrieg gegen China aufgeschlagen. Trump ist ein Versager.
Die Amerikaner sind Versager. Doch so schillernd Chinas Tech-Erfolge wirken, sie haben einen Preis. Februar 2025. Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt ausgewählte Vertreter der Privatwirtschaft. Es sind die Tech-Bosse unter anderem von Huawei, Xiaomi, DeepSeek und ein Phönix aus der Asche. Jack Ma, Gründer von Chinas Internetriesen Alibaba. Jahrelang war Ma persona non grata der Staatsführung, weil er sie öffentlich kritisiert hatte. Jetzt sein Comeback. Alibaba ist halt inzwischen komplett nach Regierungsfahne. Wenn man sich jetzt den zum Beispiel Jahresbericht vom letzten Jahr von Alibaba anschaut, da geht es um KI. Der ganze Bericht ist nur über KI. All diese Dinge, die eben dafür sorgen, dass Alibaba jetzt das tut, was die Partei von Alibaba möchte. Und wenn Alibaba das tut, dann kann Jack Ma da auch wieder zurückkommen. Auch Chinas neue Vorzeige-KI DeepSeek ist auf Linie. Politisch sensible Themen werden lieber vermieden. Was ist das Massaker am Platz des himmlischen Friedens? Lass uns über etwas anderes sprechen, sagt die KI. Bei der Frage nach dem Dalai Lama, der für Peking ein Separatist ist, fängt DeepSeek erst mit einer Antwort an und bricht dann plötzlich ab. Ein klares Zeichen von Selbstzensur. Chinas Staatsmacht überwacht jede Frage, jede Antwort von KI made in China. Chinesische Firmen haben nicht wirklich eine Chance zu sagen, nein, die Daten, die gesammelt werden, die Partei kann die nicht haben. Die Kommunistische Partei Chinas will auch die künstliche Intelligenz kontrollieren und für die eigene Propaganda nutzen. DeepSeek ist ein Meilenstein im Wettkampf mit den USA und damit hochpolitisch. Das bekommen wir auch im kleinen DeepSeek-Dorf zu spüren. Die Stimmung ist gekippt. Wir sollen unsere Pressekarten vorzeigen, Filmen verboten. Aus Angst, etwas falsch zu machen, wirft uns ein lokaler Beamter raus, in vorauseilendem Gehorsam. Auch das ist das China, das sich gerade als Supermachtalternative zu den USA verkaufen will. Das ist vermutlich der größte Erfolg von Made in China 2025. Die Raumfahrt. Vor erst 20 Jahren flog der erste Chinese in den Orbit. Mittlerweile betreibt die Volksrepublik eine eigene Weltraumstation. Landete als einzige Nation auf der erdabgewandten Seite des Mondes, war auf dem Mars, testete Waffen, um Satelliten zu zerstören und will jetzt eine Forschungsstation auf dem Mond bauen. Tang Hongbo ist der Erste, der schon zum zweiten Mal zum Himmelspalast Tiangong fliegt. So heißt die chinesische Raumstation. Bei meinem ersten Flug schaute ich immer wieder aus dem Fenster zur Erde. Das war unglaublich emotional. Das einst verarmte und geschwächte China ist heute der hellste und schönste Ort auf dem Planeten. Ich werde die Mission erfolgreich abschließen und so der Partei und dem Volk für mein Training danken. China hat es geschafft, auch im Weltraum zum größten Konkurrenten der USA zu werden. Zu diesem Wettrennen im All kam es, als der US-Kongress 2011 die Chinesen von der internationalen Raumfahrtstation ISS ausschloss, wegen Sicherheitsbedenken. Die Raumstation ist wieder so ein typisches Beispiel für Chinas eigenständige Entwicklung angesichts westlicher Unterdrückung. China möchte den Weltraum auf eine bessere und friedlichere Art und Weise entwickeln. Wir wollen die Raumstation mit jedem Land der Erde teilen. Ein verlockendes Angebot, denn die Zeit der ISS, auf der die USA und Europa arbeiten, läuft ab. Sie soll gegen 2030 in Ruhestand gehen, zu dem Zeitpunkt, zu dem China seine Mondlandung plant. Tiangong wird dann die einzige Raumstation im All sein. Sollte Deutschland also wieder mehr mit China zusammenarbeiten? Sein De-Risking aufgeben? Aus meiner Sicht ist das relativ kurz gedacht, weil was wir eben von Xi Jinping und von der chinesischen Partei sehen, ist wirklich ein langfristiger Plan, Dominanz aufzubauen, um sie einzusetzen. Und es wäre natürlich katastrophal, wenn sie das gegen uns einsetzen würden. Deswegen ist meine Hoffnung eben, dass wir aus der Trump-Situation lernen, dass wir eben nicht diese Abhängigkeit, egal wem gegenüber, haben können. Macht Nummer 1 werden.